Ja, aktuell haben wir ja wieder sehr viel Unfrieden im äußeren Feld. Die alte Krise ist noch nicht vorbei und die neue hat quasi schon begonnen. Und wenn ich mir solche Krisen anschaue, dann frage ich mich immer, was ist die Botschaft dahinter? Und meist ist die Botschaft genau das Gegenteil von dem, was offensichtlich ist. Also gucken wir die letzten 2 Jahre zurück. Da hatten wir eine Krankheit im Feld und die Botschaft war dafür: Sorge für deine Gesundheit, und zwar eigenverantwortlich. Und jetzt haben wir aktuell das Wort Krieg im Feld und die Botschaft davon ist: Sorge für deinen Frieden, und zwar deinen inneren Frieden. Denn es ist ja so, dass wir oft merken, dass wir im Außen völlig machtlos sind, gar keinen Einfluss ausüben können, was jetzt zum Beispiel in der Ukraine passiert. Da habe ich keinen Einfluss drauf und ich fühle mich, wenn ich da eingreifen würde, würde ich mich machtlos fühlen. Wenn ich aber zu meinem eigenen Leben gucke, da liegt die ganze Macht und Kraft in meiner Hand. Da kann ich sehr viel ändern. In meinem Leben kann ich ganz, ganz viel ändern. Und deswegen ist die Botschaft in meinem eigenen Leben zu gucken und dort die Veränderung durchzuführen. Und wenn man sie in seinem eigenen Leben durchgeführt hat, wird sich das auch im Außen widerspiegeln. Und da wir jetzt aber im Außen so unglaublich viel Unfrieden haben, können wir natürlich auch den Rückschluss ziehen, dass viele Menschen sehr, sehr unzufrieden sind. Was natürlich auch verständlich ist durch diese Krise, durch die wir schon gegangen sind. Aber je mehr Unfrieden wir in uns haben, desto mehr Unfrieden können wir auch im Außen sehen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in uns wieder den Frieden erzeugen, denn der Frieden in uns ist der einzige Ort, an dem wir Frieden erzeugen können. Wahrhaftig, wirklich. Und deswegen mache ich immer wieder diese Videos und es geht nicht darum, das im Außen zu verdrängen oder das nicht zu sehen, sondern den Fokus auf sich zu behalten, auf das, was ich verändern kann in mir. Den Frieden in mir kann ich jederzeit erzeugen, egal wo ich bin. Ja, und je größer der Unfrieden im Außen ist, desto mehr sagt mir auch, dass wir uns aktuell in einer Art Meisterprüfung befinden. Es wird abgeprüft, ob wir den Frieden in uns bewahren können oder erzeugen können. Und unsere Ahnen, ich beziehe mich da ja immer ganz gern auf die Essener, haben uns 7 Wege des Friedens mitgeteilt oder überliefert, wie wir in jeder Situation im Frieden bleiben können, selbst in der größten Krise. Und dieser innere Frieden, der hat so eine Bedeutung, hohe Bedeutung, dass wir uns das oftmals noch gar nicht vorstellen können. Wir müssen aber zuerst den inneren Frieden in uns herstellen. Und das fängt zum Beispiel allein schon bei unserem Körper an oder bei unseren Gedanken. Jeder kennt das ja wahrscheinlich, dass man an sich selber oft was rumzumäkeln hat. Dieses ist nicht perfekt und das ist nicht perfekt. Und dann kritisiert man sich den ganzen Tag. Wenn du deine Gedanken beobachtest, dann wirst du schnell feststellen können, dass du dich selber sehr oft kritisierst. Also du bist mit dir selber nicht im Frieden. Und die anderen kritisiert man da draußen natürlich auch andauernd und ist auch nicht damit im Frieden. Und diese Essener-Schriften, die lehren uns aber, mit uns selbst im Frieden zu sein. Und selbst immer nur liebevolle, gute Worte zu sagen, den ganzen Tag. Liebevoll mit uns zu sprechen. Auch liebevoll mit unserem Umfeld zu sprechen. Und selbst die verlorenen Kinder, die wir ja auch oft in Regierungen und so weiter finden, hier zu erkennen, dass sie gerade verlorene Kinder sind, die gerade den Weg verloren haben. Und der Rat ist dort immer, diese loszulassen und den eigenen Weg zu gehen. Und wenn wir uns mit dem Thema der Krise beschäftigen, dann können wir feststellen, dass in den letzten Jahrtausenden solche Krisen schon immer stattgefunden haben, ausgelöst durch Kriege oder Seuchen.
Und aus dem Grund haben unsere Ahnen Anleitungen entwickelt, wie wir diesem ganzen Irrsinn entkommen können, und zwar hier und jetzt, jeder einzelne von uns. Und eine dieser Anleitungen habe ich schon öfter in meinen Videos erwähnt, weil ich diesen Weg selbst beschritten habe und herausgefunden habe, dass es funktioniert und dass er super effektiv ist. Und bei dieser Anleitung, da gibt es 21 Schritte. Also die ersten 7 Schritte dienen dem Aufbau des Immunsystems mit Hilfe unserer Mutter Erde und ihren Geschenken. Die zweiten 7 Schritte dienen der Erforschung der geistigen Welt. Das heißt, wir verbinden uns wieder mit den geistigen Welten hier und im Kosmos und finden dabei Entspannung und Erkenntnisse, die uns eben helfen, über diese Krise hinauszuschauen. Und bei den letzten 7 Wegen, da geht es darum, in den inneren Frieden zu kommen, unabhängig von der äußeren Welt und uns nicht mehr von unseren eigenen Emotionen kontrollieren zu lassen, sondern uns diesen inneren Frieden immer zu bewahren, egal was in der äußeren Welt geschieht. Und bei einer diesen 7 Friedenspfaden handelt es sich insbesondere darum, in den Frieden zu gehen mit der Menschheit, also den Menschen, die wir im Außen sehen. Und das können Unternehmen sein, ebenso wie die Regierung oder auch die Familie, also alle Menschen im Äußeren. Und diese Lektion dient der Erkenntnis, dass es im Äußeren Menschen gibt, die offen sind für die Bewusstseinserweiterung, die uns diese Krise schenkt. Und es gibt aber auch leider viele Menschen, die nicht offen dafür sind. Und wenn man das erkannt hat, dann kann man diejenigen, deren Türen schon ein Spalt offen steht, lehren. Es ist sogar unsere Aufgabe, unsere Erkenntnisse weiterzugeben, damit eben auch mehr Brüder und Schwestern von uns die Erlösung finden. Aber wir können es nur weitergeben an diejenigen, die ihre Tür schon einen Spalt geöffnet haben. Diejenigen, die ihre Tür verschlossen haben, denen können wir es nicht weitergeben. Und es wäre eine Zeitverschwendung, an deren Türen zu klopfen. Ja, und diejenigen, die nicht offen sind, sie werden in diesen Schriften als verlorene Kinder bezeichnet. Aber auch mit diesen sollen wir in den Frieden gehen. Denn auch sie sind ja die Kinder der Göttin und des Gottes. Und irgendwann werden auch sie ihr Bewusstsein öffnen und dann können wir unsere Erfahrungen und Erkenntnisse mit ihnen teilen. Aber oft müssen wir uns zuvor in Geduld üben und den Frieden in uns bewahren, eben aus der Erkenntnis heraus, dass es kein Ende gibt, keinen Tod gibt, kein Drama gibt, sondern dass das alles ein Ziel und Zweck hat, nämlich der bewussten Rückverbindung mit dem Göttlichen. Dass wir erkennen, dass wir das Göttliche sind, es immer waren und immer sein werden. Und ein Video aus diesen 21 möchte ich heute mit euch teilen, so dass wir wirklich in den Frieden kommen können mit der äußeren Welt und uns unseren inneren Frieden bewahren können, egal was im Außen passiert. Ja, und diese 7 Wege, die wir beschreiten können zum Frieden, zum inneren Frieden, die möchte ich dir jetzt noch einmal in einer kurzen Zusammenfassung vorstellen. Der erste Schritt ist der Frieden mit dem Körper. Dabei geht es darum, dass wir selber unserem Körper den Frieden schenken, indem wir dem Körper nur das Beste geben. Zum Beispiel viel Sauerstoff, indem wir jeden Tag in die Natur gehen, am besten in Wälder oder auch nachts bei geöffneten Fenstern schlafen, indem wir dem Körper Sonnenlicht geben, auch wenn die Sonne nicht scheint, Tageslicht geben und ihn jeden Tag im Tageslicht baden. Oder auch reines Wasser geben, also nicht ungesunde Softdrinks oder so trinken, sondern gutes, reines Wasser oder natürlich auch gesunde Ernährung, wobei ich natürlich immer vegan und Rohkost sehr gern empfehle. Und mit diesen Naturelementen geben wir unserem Körper den Frieden, nachdem er sich so sehr sehnt.
Der zweite Schritt ist der Frieden mit dem Geist, dass wir auch unserem Geist und unserem Verstand den Frieden schenken, indem wir uns auf alles Positive fokussieren und nicht mehr auf negative Nachrichten oder ein negatives Umfeld, sondern wirklich darauf achten, dass wir positive Gedanken in uns hegen und pflegen und unseren Geist damit Ruhe und Frieden schenken. Der dritte Schritt ist der Frieden mit dem Herzen. Und dem Herz können wir den Frieden schenken, indem wir aus dem Herzen heraus handeln, mit guten Gefühlen und indem wir uns verbinden mit unserer Seelenfamilie, mit den Menschen, die wir gerne um uns haben. Oder auch unsere Berufung leben, einfach aus dem Herzen leben. Wenn wir aus dem Herzen leben und alles aus dem Herzen tun, schenken wir unserem Herzen den Frieden. Der vierte Schritt ist der Frieden mit der Menschheit. Das ist eine sehr viel größere Herausforderung auch noch, weil es gibt natürlich Menschen, die nicht unbedingt den Friedensweg gehen. Und es geht auch darum, mit diesen in den Frieden zu gehen. Also in den alten Schriften werden diese Menschen als die verlorenen Kinder bezeichnet, die verlorenen Kinder Gottes, die eben den Friedensweg aus den Augen verloren haben und nicht mehr in Liebe und Weisheit handeln. Und diese Menschen finden wir auch oftmals in der Familie, in die wir hineingeboren wurden, oder auch in unliebsamen Jobs, unliebsamen Arbeitsumfeld und so weiter. Und es geht auch darum, dass wir mit diesen verlorenen Kindern in den Frieden gehen. Und das machen wir, indem wir sie loslassen. Die Sena empfehlen eben, diese Kinder so lange loszulassen, bis sie selber bereit sind, den Friedensweg zu gehen. Aber sie bis dahin loszulassen und trotzdem zu erkennen, dass sie Kinder Gottes sind. Der fünfte Friedensweg ist der mit den Ahnen oder mit alten Überlieferungen. Wenn wir zum Beispiel in die Geschichte gucken, dann sehen wir sehr viele Kriege oder wir sehen auch sehr viele verfälschte Überlieferungen. Und es geht darum, auch damit in den Frieden zu gehen. Denn wenn wir uns mit der Geschichte oder mit alten Überlieferungen beschäftigen, können wir unsere Intuition nutzen und die Funken an Wahrheit herausfühlen. Und diese Funken an Wahrheit, die sind selbst in verfälschten Überlieferungen enthalten. Und wir können diese Funken nutzen und können dankbar dafür sein, dass es überliefert wurde, auch wenn es in einem negativen Umfeld oder in einem negativen Buch oder mit negativen Worten überliefert wurde, so können wir doch das Positive dort herauslesen und die wahrhaftigen Überlieferungen daraus erkennen. Und deswegen geht es darum, auch damit in den Frieden zu gehen. Selbst mit Kriegen und mit der ganzen Vergangenheit in den Frieden zu gehen und uns nicht deswegen immer negativ triggern zu lassen. Es geht eben um den Frieden mit den Ahnen, mit der Weisheit alter Kulturen und Künste und auch mit der aktuellen Wissenschaft. Und auch bei der Wissenschaft wissen wir, dass viel manipuliert wurde. Aber dennoch hat auch die Wissenschaft einen guten Anteil geleistet, den wir da herauslesen können. Und so können wir mit all diesen Dingen in den Frieden gehen. Der sechste Friedensweg ist der mit der Natur und mit der Mutter Erde. Es geht darum, dass wir wieder mit der Mutter Erde in Frieden gehen. Das können wir zum Beispiel machen, indem wir biologische Nahrung kaufen, sodass wir wissen, die Mutter Erde wird nicht mal mit Giftstoffen besprüht. Und wir können ein ökologisches Leben führen, alles so naturrein und ökologisch wie möglich machen. Uns auch mit der Mutter Erde verbinden, gefühlsmäßig, sie wieder fühlen, uns mit der Natur verbinden, mit den Tieren und mit dem gesamten natürlichen Umfeld. Der siebte Frieden ist der Frieden mit dem Kosmos und dem Himmelsvater. Auch hier hat in der Vergangenheit sehr viel Manipulation stattgefunden. Ich habe schon öfter Zuschriften gehört, dass viele gesagt haben, sie mögen das Wort Gott nicht,
weil es so negativ auch eingesetzt wurde. Es geht darum, auch damit in den Frieden zu gehen und wirklich diese weise, liebevolle Kraft dahinter zu entdecken. Wirklich wieder mit dieser kosmischen Kraft, die alles führt und die ganzen heiligen Gesetze geschaffen hat, in den Frieden zu gehen, sie zu erkennen und sich damit zu verbinden. Und auch den eigenen, persönlichen, oft ego-basierten freien Willen abzugeben an den höheren, göttlichen freien Willen, weil nur der von Liebe und Weisheit in Vollkommenheit geführt wird. Und wir können uns von diesem höheren, weisen Willen führen lassen. Und der Frieden mit dem Kosmos beinhaltet natürlich auch die Sternenfamilie. Wir sind nicht die einzigen Wesen hier im gesamten Universum. Es gibt noch so viele andere Planeten und so viel anderes Leben, die wir negativ betrachtet Aliens nennen. Es sind unsere Sternengeschwister und es geht darum, auch damit in den Frieden zu gehen und sie als unsere Verbündete zu erkennen. Natürlich gibt es auch dort negative und positive, aber wir fokussieren uns jetzt auf die positiven, die uns unterstützen, die geistige Welt, sie anzuerkennen, in Liebe und Weisheit und in den Frieden zu gehen mit dieser höheren geistigen Welt und sie voll und ganz in unser Leben mit einzubeziehen. Ja, das ist der Weg, der siebenfältige Weg, den wir jederzeit beschreiten können. In einer Welt, die auch völlig aus den Angeln geraten ist. Es spielt keine Rolle, was im Außen stattfindet. Und wenn es im Außen noch so turbulent ist, diesen siebenfältigen Weg können wir immer beschreiten. Denn es ist eine Art innerer Weg, um in den inneren Frieden zu finden. Und wenn wir in den inneren Frieden finden, dann wird sich das auch im Außen spiegeln. Und es wäre eigentlich ein leichtes, im inneren Frieden zu sein, wenn im Außen auch alles im Frieden ist, denkt man. Aber es gibt auch viele Menschen, die ihren inneren Frieden noch nicht gefunden haben. Und wenn im Außen alles im Frieden ist, aber sie selbst in sich eine Unzufriedenheit fühlen, können sie nicht in den Frieden gehen, denn es versucht sich immer, das Äußere an dem Inneren anzupassen. Und wenn du in dir selber diesen siebenfältigen Friedensweg noch nicht gegangen bist und eine Unzufriedenheit in dir hast, viele Menschen haben eine ständige Unzufriedenheit in sich, dann wird sich das auch im Außen spiegeln. Deswegen nützt es uns nichts, wenn im Außen der Frieden ist, aber in uns selber noch der Unfrieden herrscht. Deswegen ist der erste Schritt, in den eigenen inneren Frieden zu gehen. Und wenn wir selber in den eigenen inneren Frieden gegangen sind, diesen siebenfältigen Frieden auf allen 7 Pfaden beschritten haben, wird er sich automatisch im Außen auch widerspiegeln. Und so ist die aktuelle Situation eine große Chance, in den inneren Frieden zu gehen. Trotz allem, trotz des ganzen Unfriedens im Außen können wir in den inneren Frieden gehen, jederzeit, weil der innere Friede unabhängig von dem äußeren Frieden ist. Und darum geht es jetzt, in diesen inneren Frieden zu gehen.